Hallo Retro-Freunde und Masters of the Universe Fans. Ich habe eine weitere Masters of the Universe Vintage-Figur, also eine Figur original aus den 80er Jahren bekommen. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und mit dieser Figur gehen wir zurück zu den Anfängen. Wir gehen nach Preturnia zu den Powers of Grayskull. Ja Leute, um euch ein bisschen einzustimmen, um ein bisschen einzugrooven, habe ich noch einen tollen Netzfund für euch. Das ist ein Werbespot für diese Masters of the Universe Reihe, die ich euch jetzt gleich vorstellen möchte, was ich da gefunden habe. Und ich würde sagen, ich lasse jetzt einmal den Spot laufen und wir sehen uns dann im Anschluss wieder. Also viel Spaß! He-Man in a time warp. Where am I? Ancient Pre-Eternia, lost land of the dinosaurs. Thunderous Tyrannosaurus Rex battles mighty Bionatops, ferocious dinosaurs. Take this, He-Man. How can He-Man survive? I have the power. New from the Masters of the Universe, figures Bionatops, Tyrannosaurus Rex, and Turbodactyl each so separately. Can He-Man escape the past and them? Ja Leute, bevor ich euch die Figur zeige, die ich neu bekommen habe, ich habe ja eben gesagt, Masters of the Universe Powers of Grayskull. Ja, und die Powers of Grayskull Reihe, für die, die es nicht kennen, ist quasi oder sollte quasi der Nachfolger oder die Weiterführung der Masters of the Universe Geschichte sein, die von Mattel in den 80er Jahren angedacht war, die aber eigentlich nicht umgesetzt wurde, mangels Verkaufszahlen etc. Die Line wurde halt eingestellt, bevor halt diese Figuren wirklich den Markt überschwemmen konnten. Von daher sind einige Figuren gelauncht worden, die sind auch recht selten. Ja, eine von denen habe ich bekommen, wie gesagt. Und es gab zu den Powers of Grayskull, es gab einen Minicomic. Ja, der war, meine ich, bei diesen Figuren auch dabei. Und ich habe es mal hier, dieses dicke Buch, diese Mini-Comic Collection, weil ich habe das Mini-Comic nicht original, aber das hier reicht mir vollkommen und ich habe das hier mal aufgeschlagen, damit ich es euch nur mal kurz zeige. Wenn ihr das Buch nicht habt, absolute Empfehlung von mir. Hier sind alle Mini-Comics aus den 80er Jahren. Hier sind auch die She-Ra-Comics etc. mit drin, die bei den Figuren beigelegen haben. Ich weiß gar nicht, ob es das aktuell noch gibt. Wenn es das gibt, ihr es nicht habt, besorgt es euch unbedingt. Ja, und hier ist das Minicomic. Ich meine, das war bei diesen Figuren dann logischerweise halt auch dabei, die Powers of Grayskull beinhalten. Ja, hier heißt das Minicomic noch Masters of the Universe und das heißt The Powers of Grayskull, The Legend Begins. Ist von 1986 und wenn ihr es hier unten seht, ich halte es nochmal kurz in die Kamera, es sollte 3 Ausgaben geben. Es war quasi ein Dreiteiler. Das erste ist rausgekommen mit einer Geschichte, die, ich möchte nicht zu viel spoilern, aber die He-Man zurückbringt in die Zeit vor der Zeit, die wir kennen, nämlich ins Preturnia, wo Dinosaurier quasi die Reitgefährten oder Dinosaurier waren auf Eternia. Und wie gesagt, es ist eingestellt worden, das zweite und das dritte Heft sind nicht rausgekommen. Das heißt, die Geschichte ist nicht fertig, das ist sehr, sehr schade. Figuren sind, wie gesagt, teilweise rausgekommen und welche nicht rausgekommen sind in den 80ern, aber jetzt vor 2-3 Jahren von Super 7 sind eigentlich die Hauptprotagonisten von der Powers of Grayskull Reihe, die damals hätten rauskommen sollen. Die zeige ich euch auch noch mal kurz. Und zwar habe ich hier von Super 7, ist übrigens meine einzigen beiden Super 7 Figuren, die ich habe, weil ich die so genial fand hier. Diese hier, ansonsten fand ich Super 7 nicht so doll. Ja, habe ich hier Hero. Ja, Hero ist quasi der Vorfahr von He-Man und wird bezeichnet als the most powerful wizard in the universe. Das heißt, er ist ein Zauberer, der stärkste Zauberer des Universums. Ja, diese Super 7 Karten sind angelehnt an das Design, wie die Figuren hätten in den 80ern ursprünglich rauskommen sollen. Wie gesagt, hier mit dem Powers of Grayskull Logo unter dem Masters of the Universe Logo und auch die Backkarte ist so gestaltet gewesen, wie sie hätte damals erscheinen sollen. Und hier unten sieht man noch die Figuren. Man sieht halt hier diesen Dinosaurier, das ist der Bionatops, der Turbodactyl, ein Flugsaurier, der gehörte zu den Bösen und der Tyrannosaurus Rex gehörte auch zu den Bösen. Das war King Hiss, weil den gab es ja damals schon. Der ist ja erst bei den Masters wieder aufgetaucht. Ja, den gab es ja schon in Preturnia, wenn man aus den Mini-Comics halt heraus weiß. Ja, das war King Hiss Reitgefährt. Hiermit hat dann Skeletor rumgeflogen. Ja, der ist dann auch in der Zeit zurückgereist. Und das hier war halt, He-Mans Kampfgefährt, anstatt Battlecat, halt ein grüner Dinosaurier.
Naja, das war die Figur, die habe ich mir geholt gehabt, es ist schon länger her. Und natürlich darf halt auch zu jedem Helden halt auch der, ich sag mal, Assistent nicht fehlen. Und das war Eldor. Ja, der war auch angedacht in den 80ern, auch nie rausgekommen. Super 7 hatte den aufgelegt. 2019 lese ich gerade. Ja, das war total klasse, wie gesagt. Deswegen habe ich mir diese zwei Figuren geholt, weil die damals so nie erschienen sind. Und Eldor ist quasi der Heroic Guardian of the Book of Living Spells. Und das Book of Living Spells war quasi die ultimative Waffe oder das Ultimative, worum es halt in Britannia ging. Weil mit diesem Buch hatte man alle Geheimnisse der Transformation. Ja, konnte man sich transformieren, sich verwandeln etc. Ja, und da habe ich halt auch das Bild, wie Eldor quasi den, wie hieß er? Grey hieß der. Also Grey ist quasi Prinz Adam, ja, kann man so sagen. Und Grey verwandelt dann sich in Hero. Das ist quasi dasselbe wie mit Prinz Adam und He-Man. Eventuell war das auch eine Andeutung, dieses Buch, ja, wie sich He-Man von Prinz Adam in He-Man verwandeln kann mit dem Zauberschwert. Ja, wurde halt nie wirklich aufgeklärt, was sehr, sehr schade ist, wie ich finde. Ja, aber jetzt ganz kurz und knapp. Ich habe eine Figur bekommen, die habe ich online gefunden zu dieser Reihe, eine Originalfigur aus den 80er Jahren. Die Figur ist in einem Mint-Zustand, sie ist top in Schuss, kein Farbabrieb, nichts abgebrochen etc. Und ich möchte euch ihn einfach kurz und knapp zeigen, weil ich finde den so genial. Ich habe hier den Bionatops, das heißt He-Mans Reitgefährt, Reitdinosaurier, ja. Finde ich total klasse, dieses Teil. Ja, diese Figuren gab es, wie gesagt, in den 80ern. Der hat ein Produktionsjahr von 86 draufstehen. Ich meine, die kamen 87 dann raus. Nicht in Deutschland. Die gab es in Deutschland nicht. Die gab es in Europa. Und so als kleines Hintergrundwissen habe ich mir auch angelesen, in Europa kamen diese Figuren wohl in einer ganz normalen Masters of the Universe Kartonage. Da war nichts von Powers of Grayskull die Rede. Ja, die waren ganz normal im Masters of the Universe Design. Und ich blende euch jetzt ein Bild ein, einen Netzfund, den ich habe. Und so sah der halt in Übersee aus. Ich denke mal, der wurde in den USA so vermarktet, zum Beispiel halt als Powers of Grayskull Bionatops. Ja, finde ich total klasse. Ich finde diese Geschichte dahinter, diese Story dahinter, wie diese Figuren dann auf den Markt gekommen sind oder doch nicht auf den Markt gekommen sind dann eingestellt worden etc. Finde ich total klasse. Natürlich habe ich diese Figur hier damals nie besessen. Ja, die gab es in Deutschland nicht. Wir waren auch nie irgendwie im Ausland im Urlaub, sodass man sich halt in Italien oder was auch immer, wo es die vielleicht gab, eine besorgen hätte können. Wir hatten auch keine Verwandtschaft, keine Freunde da, nix. Und somit wusste ich damals gar nicht, dass es die überhaupt gab. Ja, trotzdem, ich finde die total klasse. Das ist ein Stück Zeitgeschichte, ein Stück Motu-Geschichte. Was ganz Besonderes finde ich, deswegen konnte ich da nicht zuschlagen. Ja, und hier habe ich noch was dabei. Wie gesagt, die Figur ist komplett. Hier habe ich noch einen Laseraufsatz. Auch da ist nichts abgebrochen. Der ist auch top in Schuss. Ja, den kann ich, hier sieht man es vielleicht, an den Hörnern habe ich hier so zwei kleine Einkerbungen. Das kann ich auf die Hörner draufsetzen. Mal gucken, ob ich das jetzt hier so vor der Kamera hinkriege. Das ist eigentlich gar nicht schwer. So, jetzt ist es schon drauf. Ja, kann halt hier die Figur draufsetzen. Die hat dann die Laserkanonen in der Hand. Und ja, das Vieh reitet auf den Tyrannosaurus zu und kann gleichzeitig hier oben von der Figur, die drauf sitzt, halt ja, mit Lasern beschossen werden. Ich finde es total klasse. Der ist gemarkt mit Mattel 1986 Mexiko. Ja, diese alten Figuren sind ja irgendwie, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber alle irgendwie Mexiko produziert worden. Zumindest habe ich das bei den einen oder anderen jetzt auch gesehen. Ja, ich finde es total klasse. Ich finde dieses Ding total klasse. Er ist von der Verarbeitung her, also vom Design her finde ich ihn schön. Von der Verarbeitung her ist er halt sehr, sehr billig, muss ich sagen. Ja, vielleicht hört man das jetzt. Ich halte mal ans Mikro. Der ist absolut hohl, das ist leicht Plastik. Ja, ich kann mit dem nichts machen, der ist nicht beweglich. Das Einzige, was beweglich ist, mit der Ausnahme ist halt der Kopf, den kann ich so hochziehen. Da habe ich hier sein Maul. Ja, auch da seht ihr, kein Farbabrieb, nichts abgebrochen, nichts abgeplatzt, ja, nichts vergilbt oder was auch immer. Es ist top. Ja, das war's. Mehr kann ich mit dem nicht machen. Es ist auch
Nichts automatisch, das heißt, ich muss dir manuell irgendwie den Schädel hier hoch und runter schieben. Ganz einfaches, nochmal, ganz einfaches Kunststoff. Ja, anscheinend, es wirkt so, als hätte wären Mattel da die Ideen ausgegangen für mich. Ja, obwohl dieses Backstory von den Powers of Grayskull fand ich, oder hätte ich wahrscheinlich richtig genial gefunden, dass die Bruchstücke, die draußen sind, finde ich ja auch total klasse. Ja, schade, dass es da nicht weitergegangen ist, aber die Verkaufszahlen, wie gesagt, waren zu gering und dann somit wurde das eingestellt. Ja, ja, und das ist anscheinend so der Ausläufer. Das heißt, man hat halt irgendwas produziert, wahrscheinlich auch preis- oder kostengünstig produzieren wollen. Ja, so wirkt das halt auch. Nichtsdestotrotz, ich finde den total klasse. Ich finde das ist ein absolutes Highlight für meine Sammlung. Und natürlich brauche ich jetzt noch die 2 anderen Dinosaurier, die es auch noch gibt. Leute, wenn ihr die loswerden wollt, wenn ihr jemanden kennt, der diese Figuren hat oder noch wer jemanden kennt, ja, dann schreibt es in die Kommentare, schreibt mich an. Ich bin richtig heiß jetzt darauf, diese Teile, ja, diese Powers of Grayskull Reihe, die Stücke, die es damals gab, zu komplettieren. Ja, und zu dieser Line gehörten unter anderem natürlich halt auch die beiden Riesen, der Titus und der Megator. Ja, und ja, was soll ich sagen, eine weitere Figur, die es leider nicht, oder die leider nicht das Licht der Welt erblickt hatte, wo es anscheinend einen Prototyp gab, blende ich euch jetzt nochmal ein. Denn anscheinend hatte Mattel auch vorgehabt, einen riesen Brontosaurus herzustellen, in den Vertrieb zu geben. Der wurde leider gecancelt oder wie gesagt, kam nie raus. Ja, was ich sehr, sehr schade finde, wenn es den halt gegeben hätte. Ja, möchte nicht wissen, was der heute wert wäre. Wahnsinn. Ja, Leute, das war mein Fund, den ich euch unbedingt zeigen wollte. Und jetzt, wie immer, seid ihr dran. Schreibt es in die Kommentare. Was findet ihr von dieser Figur? Habt ihr überhaupt eine Verbindung dazu? Sagt ihr, das ist für mich kein Masters of the Universe mehr? Lasst es mich wissen. Wie gesagt, das interessiert mich immer. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich gerne einen Daumen nach oben. Das bestätigt mich in meiner Arbeit, nenne ich es mal. Ja, es macht mir wahnsinnig Spaß zu sehen, wenn euch der Content gefällt, wenn das gut ankommt. Ja, und solltet ihr noch kein Abonnent sein, wenn euch das Video gefallen hat und ihr kein weiteres Video mehr verpassen möchtet, dann lasst doch ein Abo da. Da freue ich mich auch drüber. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut, euer Retro Rauner.